Hello, hello, our friends. Hallo, hallo, unsere Freunde. We're coming to the end of the chapter. Wir kommen zum Ende des Kapitels. Then we will decide what we will do. Dann werden wir entscheiden, was wir machen. If we continue in chapter 14, Ob wir mit Kapitel 14 weitermachen or if we go to another part of the Bible. oder mit einem anderen Bibelabschnitt. So look, Jesus says in verse 33, Also schau, Jesus sagt in Vers 33, My dear friends, I only have a brief time left to be with you. meine lieben Freunde, ich habe nur noch eine kurze Zeit, um bei euch zu sein. This must have been a very interesting statement. Diese Aussage muss sehr interessant für sie gewesen sein. Now, Jesus knew that he only had a brief time. Jesus wusste, dass er nur noch kurze Zeit hatte And Jesus knew that this was part of his purpose. und er wusste, dass das Teil seiner Bestimmung war. But how would the disciples feel about this? Aber wie ging es wohl den Jüngern damit? Because, sometimes we forget the cultural context. Denn weißt du, manchmal vergessen wir den kulturellen Kontext. Look what happened here. Schau, was hier passierte. These men have given up everything to follow Jesus. Diese Männer hatten alles aufgegeben, um Jesus nachzufolgen. Remember, they've given up families, they've given up jobs, they've given up homes, everything. Denk daran, sie gaben ihre Familien, ihre Arbeit, ihr Zuhause und wirklich alles auf, To follow this guy called Jesus. um diesem Mann namens Jesus zu folgen. When they followed Jesus, they did not have a clear understanding that he was the Messiah. Als sie Jesus nachfolgen, hatten sie kein klares Verständnis davon, dass er der Messias war. Remember that their country was occupied by the Romans. Erinnere dich, ihr Land wurde von den Römern besetzt. And in their minds, Jesus was the guy who would deliver them from the Romans. Und in ihrer Denkweise war Jesus der sie von den Römern befreien würde. How do we know that? Woher wissen wir das? Because even after Jesus was resurrected in Acts chapter 1, Denn selbst nach Jesu Auferstehung in Apostelgeschichte Kapitel 1 they were still talking to him about, will he set up the kingdom now? fragten sie ihn immer noch, Herr, wirst du dann das Reich Israel wiederherstellen? So in their minds, it was completely different than what we see today. In ihrem Verständnis war es also ganz anders, als wir es heute betrachten. Can you imagine if you give everything up for a guy that you believe gives you the greatest future? Kannst du dir vorstellen, alles für jemanden aufzugeben, von dem du glaubst, dass er dir die großartigste Zukunft geben wird? Together with him, you guys will have a bright future. Zusammen mit ihm wirst du eine rosige Zukunft haben. And after 3.5 years of you having giving up everything, Und nach 3,5 Jahren, in denen du alles aufgegeben hast, he says, oh, by the way, I'm leaving you and you can't go with me. sagt er, oh, und nebenbei gesagt werde ich weggehen und du kannst nicht mit mir kommen. This must have been so hard for the disciples to understand. Das muss für die Jünger so schwer zu verstehen gewesen sein. And look, he even continues, he even says, and then you will search and long for me. Dann fährt er fort und sagt sogar, und dann werdet ihr mich suchen und euch nach mir sehnen. So Jesus even prophesied ahead, they're going to be really desperate for him, but they can't be with him. Jesus sagt ihnen also bereits voraus, dass sie sich verzweifelt nach ihm sehnen werden, aber nicht bei ihm sein können. But then he said, but I tell you what I told the Jewish leaders. Dann sagt er, aber ich sage euch, was ich bereits den jüdischen Führern sagte. You will not be able to come where I am. Ihr werdet nicht dorthin kommen können, wo ich bin. Now here we see two different things. Hier sehen wir zwei verschiedene Dinge. First of all, Jesus is very open about the time that is about to come. Erstens, Jesus spricht sehr offen über die bevorstehende Zeit. And he says, listen guys, everything is changing. I've come for a different purpose than what you thought. Und er sagt, hört zu Jungs, alles ändert sich. Ich bin aus einem anderen Grund gekommen, als ihr dachtet. But then suddenly, Jesus is also making it clear to them Doch dann macht Jesus ihnen plötzlich auch klar, that not only is he going to leave, but there's no way that they can join him. dass er nicht nur weggeht, sondern dass es auch keine Möglichkeit für sie gibt, mitzukommen. Look at this statement. Schau dir diese Aussage an. Jesus said, you will long for me, but you cannot go where I'm going. Jesus sagte, ihr werdet euch nach mir sehnen, aber ihr könnt nicht dorthin kommen, wo ich hingehe. And this is supposed to be something that's supposed to be in every Christian today. Das ist etwas, was heute in jedem Christen sein muss. That we all long for him. Dass wir uns alle nach ihm sehnen. I wonder if we truly long for Jesus the way we should have. Ich frage mich, ob wir uns wirklich so nach Jesus sehnen, wie wir es sollten. Jesus said, guys, when I'm not with you, you will long for you. Do you really long for his presence? Jesus sagte, wenn ich nicht bei euch bin, dann werdet ihr euch nach mir sehnen. Sehnst du dich wirklich nach seiner Gegenwart?
There are so many things that grip our hearts so quickly that our longing for Jesus becomes very little. Es gibt so vieles, was unser Herz so schnell ergreift, dass unser Verlangen nach ihm sehr gering wird. You know, we are supposed to have a deeper longing for Jesus than for family, Wir sollten ein tieferes Verlangen nach Jesus haben als nach Familie, deeper for any material things, tiefer als nach irgendwelchen materiellen Dingen, deeper for any ministry that we could ever have. tiefer als nach jedem Dienst, den wir haben können. He is the one that needs to be all of our longing. Er ist es, der unser ganzes Verlangen sein sollte. But because many times we don't realize that, Aber weil wir das oft nicht begreifen, here is what happens. passiert Folgendes. There is a longing inside of our heart, In unserem Herzen gibt es ein Verlangen and we are not satisfying it with Jesus alone. und wir stillen es nicht ausschließlich mit Jesus. So then what do? Was machen wir dann also? We're trying to find many different ways to satisfy that longing. Wir versuchen, unterschiedlichste Wege zu finden, dieses Verlangen zu stillen. This can only lead to disappointment. Das führt aber nur zu Enttäuschungen. For decades I've preached this. Ich predige schon seit Jahrzehnten, If Jesus doesn't satisfy your longings in your heart, dass wenn Jesus nicht die Sehnsüchte deines Herzens stillt, nothing else will and no one else will. wird nichts und niemand sonst es tun. So many marriages I have seen, Ich habe so viele Ehen gesehen, they get married because they think this will actually satisfy the longing of their heart. die geschlossen wurden, weil sie dachten, dass das die Sehnsucht in ihren Herzen stillen würde. And then they find out after a few years the marriage is not happy. Und dann finden sie nach ein paar Jahren heraus, dass die Ehe nicht glücklich ist. You know why? Weißt du warum? Because if you're not satisfied with Jesus alone and need nobody else, Wenn du nicht mit Jesus allein zufrieden bist und niemanden anderes brauchst, I don't think you're even ready to be married. dann bist du meiner Meinung nach nicht mal bereit zu heiraten. Because true marriage is all about Jesus and me. Denn die wahre Ehe dreht sich nur um Jesus und mich. But once He satisfied all the longing in your heart, Doch sobald er jedes Verlangen in unserem Herzen stillt, then and only then can your marriage be truly happy too. dann und nur dann kannst du auch wirklich eine glückliche Ehe haben. So there is a longing built inside of your heart for Jesus. Es wurde also ein Verlangen nach Jesus in dein Herz hineingelegt. What are you doing about this? Was machst du damit? Every day you need to keep feeding this deep longing. Jeden Tag musst du dieses tiefe Verlangen füttern. And every day you need to make yourself aware. Und jeden Tag musst du dir selbst bewusst machen, Soon He will come back and this longing will be finally satisfied. dass er bald zurückkommen wird und dann wird diese Sehnsucht endgültig gestillt werden. And for all eternity will be united with Him. Und für alle Ewigkeit wirst du dann mit ihm vereint sein. See you tomorrow. Bis morgen!